Diese Tour ging über Sulz am Eck nach Wildberg im Schwarzwald. Sulz am Eck liegt am Fuße des Wächtersberg, einem Hügelzug im Schwarzwald, der sich über eine Länge von rund 4 Kilometern erstreckt. Der höchste Punkt des Wächtersberg liegt auf einer Höhe von 795 Metern. Auf der westlichen Seite des Wächtersberg geht es hinunter nach Wildberg. Auf diesem Weg kommt man direkt zu dem Kloster Reutin. Heute wird das Areal des ehemaligen Klosters für kulturelle Veranstaltungen und Konzerte genutzt. Außerdem gibt es ein Klostermuseum, in dem die Geschichte des Klosters und seiner Bewohner näher beleuchtet wird. Das Nagoldtal ist ein landschaftlich reizvolles Tal. Wildberg wird von dem Fluss Nagold durchflossen und zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche Landschaft aus. Dachtel liegt im Heckengäu. Es ist vor allem für seine schöne Landschaft bekannt, die sich besonders gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden lässt. Durch das Wurmtal fuhr ich nach Weilderstadt, die sogenannte Keplerstadt. Neben der Natur bietet Schafhausen auch einige kulturelle Highlights, wie zum Beispiel das jährliche Schafhausener Dorffest, bei dem Einheimische und Besucher zusammenkommen, um zu feiern und sich auszutauschen. Die Altstadt von Weilderstadt ist gut erhalten und bietet zahlreiche historische Gebäude und Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das alte Rathaus, das Stadtmuseum oder die Stadtkirche St. Peter und Paul. Besonders sehenswert ist auch der Marktplatz mit seinen bunten Fachwerkhäusern und dem historischen Brunnen. Der Narrenbrunnen soll an die Fasnachtsbräuche der Stadt erinnern, die hier eine lange Tradition haben. Jedes Jahr findet in Weilderstadt ein großer Fasnachtsumzug statt, bei dem zahlreiche Narrenzünfte und Guggenmusikgruppen durch die Straße ziehen und für Stimmung sorgen. Ein weiteres Highlight in Weilderstadt ist das Kepler-Museum, das dem Leben und Werk des berühmten Astronomen Johannes Kepler gewidmet ist. Hier kann man seine Originalschriften, Instrumente und Modelle bewundern
und mehr über seine Entdeckungen und Errungenschaften erfahren. Durch Metzingen und das Amstal ging es zur Ruine Hohenurach, über den Rutschenfelsen zu dem Gütersteiner Wasserfall und weiter über das Gestüt St. Johann ins Arbachtal. Burg Hohenurach wurde vermutlich im 12. Jahrhundert errichtet und diente als Sitz der Grafen von Urach. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie mehrfach umgebaut und erweitert, bis sie im 17. Jahrhundert aufgegeben und schließlich verfallen ist. Heute sind von der Burganlage noch einige Mauerreste, Türme und Teile der Ringmauer erhalten geblieben. Genau gegenüber vom Rutschenfelsen ist die Ruine Hohenurach. Der Rutschenfelsen ist eine einzigartige Natursehenswürdigkeit und ein wichtiges Erholungsgebiet für die Region um Bad Urach. Besucher sollten jedoch aufpassen und sich an die Regeln des Naturschutzgebietes halten, um die Umgebung zu schützen. Der Gütersteiner Wasserfall ist etwa 15 Meter hoch und befindet sich in einem idyllischen Waldgebiet. Das Wasser stürzt in mehreren Stufen über die Felsen. Besucher können den Wasserfall von verschiedenen Aussichtspunkten aus betrachten und sich dabei von der Natur beeindrucken lassen. Über den Fohlenhof geht es zum Gestüt St. Johann. Es hat sich einen exzellenten Ruf in der Pferdewelt erworben und zieht regelmäßig Besucher aus der ganzen Welt an.
Es ist ein wichtiger Bestandteil der Pferdeszene in Deutschland und trägt maßgeblich zur Zucht und Ausbildung von hochwertigen Dressurpferden bei. Vom Gestüt St. Johann ging es die Arbacher Steige hinunter Richtung Reutlingen. Der Radelton ist eine 83 Kilometer lange Radstrecke rund um Stuttgart mit landschaftliche und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Über das Rot- und Schwarzwildgehege ging es hinunter nach Korntal. Die Strecke führt über Mönchfeld bis nach Bad Cannstatt. Sie ist etwa 10 Kilometer lang und bietet einige schöne Aussichten auf den Fluss und die Umgebung. Der Radweg verläuft entlang des Neckars und bietet schöne Ausblicke
auf die umliegenden Weinberge. Sie können unterwegs einige der Weingüter besuchen, die Sie passieren. Die Tour ging über Bad Boll nach Bad Dietzenbach unter der neuen Vilstalbrücke durch und die Neidlinger Steige hinunter. Das Thermalbad von Bad Boll, die Thermen- und Badewelt, ist ein modernes Erlebnisbad und bietet eine Vielzahl von Thermalbecken, Saunen, Dampfbädern und Wellnessangeboten. Es ist ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende und Familien. Die Alte Steige ist eine historische Straße, die von Bad Boll nach Bad Dietzenbach führt. Die Straße war einst eine wichtige Handelsroute zwischen den beiden Orten und wird heute von Wandern und Radfahrern genutzt. Nicht zu empfehlen für Radrennfahrer. Neben den Thermalbädern gibt es in Bad Dietzenbach auch einige Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die St. Martinskirche, die im 15. Jahrhundert erbaut wurde und heute ein bedeutendes Kulturdenkmal ist. Die Kirche beeindruckt durch ihre spätgotische Architektur und ihre kunstvollen Fresken und Gemälde. Die Vilstalbrücke ist eine imposante Eisenbahnbrücke, die das Vilstal zwischen Mühlhausen im Täle und Wiesensteig in Baden-Württemberg überspannt. Die Brücke ist ein bedeutendes Bauwerk der Eisenbahngeschichte und ein Wahrzeichen der Region. In Wiesensteig gibt es einige historische Gebäude, wie zum Beispiel das Schloss Wiesensteig, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde und heute ein bedeutendes Kulturdenkmal ist. Das Schloss beherbergt heute das Rathaus der Stadt und ist von einem idyllischen Schlossgarten umgeben.
Die Neidlinger Steige ist eine kurvenreiche Straße, die von der Stadt Kirchheim unter Teck hinauf auf die Schwäbische Alb führt. Sie ist eine der bekanntesten und spektakulärsten Straßen in der Region und bietet eine beeindruckende Aussicht auf die Landschaft. Die heutige Tour machte ich mit Werner von Rottenburg nach Haigerloch und weiter nach Horb am Neckar. Haigerloch hatte eine historische Altstadt, die von engen Gassen und malerischen Fachwerkhäusern geprägt ist. Die Altstadt hat viele Cafés, Restaurants und Geschäfte, die zum Verweilen einladen. Ein Highlight von Haigerloch ist das Schloss Haigerloch, das im 13. Jahrhundert erbaut wurde und eine wichtige Rolle in der Geschichte der Stadt spielte. Das Schloss beherbergt heute ein Museum und bietet eine beeindruckende Aussicht auf die umliegende Landschaft. Von Haigerloch Oberstadt hat man eine schöne Aussicht auf das Schloss.
Empfingen und der Tälesee liegen in der Nähe des Flusses Neckar und ist von einer malerischen Landschaft umgeben. Füschingen ist ein ruhiger und entspannter Ort, der eine schöne Landschaft bietet. Der Ort ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Fahrradtouren. Wir fuhren rechts ab entlang des Neckars nach Horb und weiter zu unserem Endziel Rottenburg.